Jetzt habe ich den Legacy am Start. Ja, ihr wisst ja, dass ich vor ein paar Wochen den Vergleich zwischen allen Alternativen von Blue Talisman gezogen habe. Und da war der Aufschrei groß. Ich habe den Legacy noch nicht. Ja, den hatte ich bis dato auch nicht. Und jetzt habe ich ihn also, Freunde. Den möchte ich euch erstmal vorstellen. Ist er denn wirklich die beste Alternative zum Blue Talisman? Natürlich hier in dem Fall das Eau de Parfum, logischerweise, ne? Nicht Extrait de Parfum, was ich jetzt auch habe. Da werde ich auch mal einen schönen Vergleich demnächst ziehen. Ja, weil der Blue Talisman ist einer meiner Lieblinge geworden. So, wir gehen rein. Mein Name ist Dennis. Moin aus Hamburg. So, hier haben wir erstmal die OVP. Ihr könnt diesen Duft unten in der Videobeschreibung gerne mal anschauen. Da kriegt ihr dann noch in den Shop 15% auf alles mit meinem Code. Also ja, Legacy. Da haben wir ihn. Die OVP ist eigentlich jetzt völlig unwichtig. Natürlich ganz cool gemacht, kann man so machen, ne? Sehr nice. Aber hauptsächlich geht es ja um den Duft. Ja, und das ist der Legacy. Ja, schönes Teil, wenn es um 100 ml Flakon angeht. Ja, aber ich muss noch mal Revue passieren. Schaut gern euch mein Video vor 4 Wochen ungefähr an. Da habe ich den Vergleich zum Original mit 4 anderen günstigen Blue Talisman Alternativen gemacht. Der ist ja nun auch ein bisschen teurer und es gibt den nicht überall. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung könnt ihr ihn bekommen und dann nehmt ihr meinen Gutscheincode und bekommt noch ein bisschen günstiger den Duft. Ja, also zum Duft. Ich war am Anfang, muss ich sagen, der Sprüher ist gut, aber nicht der beste, war ich erschrocken. So, weil der hat sehr merkwürdig gerochen. Natürlich klar, einmal, zweimal gesprüht beim ersten Mal und dann nochmal probiert. Und da habe ich mich gefragt, warum sagen alle, das ist die beste, sag ich mal, Alternative zum Blue Talisman? Nicht ansatzweise. Der ist würzig hier und dann geht er in so eine Brausepulver DNA. So, hinten raus, dann aber wurde natürlich das immer näher am Original und so weiter und so fort. So, dann wieder gesprüht nächsten Tag. Jetzt kann ich, auch jetzt rieche ich das, kann ich einfach zu euch sagen, es ist einfach Fakt, dass der Duft richtig gut ist. Das war, keine Ahnung, beim ersten Mal sprühen. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch dieses Problem hattet. Der roch nicht wirklich so. So, und jetzt geht er auf jeden Fall in die Richtung, aber es ist ein Aber. Ich kann jetzt schon vorweg sagen, der Blue Talisman bleibt einfach das Original. So, und ich finde auch nicht, dass die anderen Alternativen schlechter sind. Nein, er ist einfach präsenter und die Birne ist hier einfach stärker, genauso wie der Ingwer. Ich glaube auch, dass das der Ingwer ist, der einfach hier oder das einfach hier viel mehr rauskommt, im Gegensatz zu den anderen, die sofort an Anfang an in diese Richtung von Blue Talisman gehen. Der ist natürlich, hier ist das Original, der ist natürlich verspielter. Das ist ganz klar. Und flakonmäßig, ja, das ist jetzt, das muss man ja auch nicht, sag ich mal, nachmachen. Ihr seht, das ist schon ein nices Teil. Wie gesagt, der Duft ist einer meiner Lieblinge geworden. Ich habe den mit 8,5 am Anfang bewertet. Ich wiederhole mich. Jetzt gebe ich ihm tatsächlich eine 10, das Eau de Parfum, weil es ist schon, es ist eine DNA, das ist, wo Aventus rauskam. Es ist so wie Baccarat Rouge. Es ist irgendwie ein Ding, was flasht. Und es ist eigentlich eine simple DNA. Fruchtig, süß, kühl, sommerlich, frisch. Ja, aber bevor ich abschweife zum Original, wir kommen nochmal hier zurück, logischerweise. Bergamottenschale, Ingwer und wie gesagt, die Birne ist hier sehr präsent. Ja, dann haben wir Orangenblüte etc. etc. Alles so, wie es eigentlich sein sollte. Und Moschus und Amber und Vanille, ja. Die Vanille kommt ja nicht so doll draus. Es ist auch beim Original nicht so wirklich die Vanille vorhanden, nur natürlich beim Extrait de Parfum. Aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte. Das ist auch nicht eine Alternative zum, sag ich mal, Extrait de Parfum. Nein, dachte ich erst am Anfang, weil, wie gesagt, nochmal, ich wiederhole mich, an der Anfang war merkwürdig, ne? Der war schon anders. Und eigentlich müsste doch jetzt der Fokus das irgendwie nehmen. Na, das da. Jetzt ist meine Kamera nämlich 'ne bessere. Ich habe das geändert. Das muss ich natürlich einstellen, aber ganz ehrlich, das ist auch immer Jammern auf hohem Niveau. Also, man kann, das ist schon nice gemacht, kann ich nichts anderes zu sagen. Schönes Teil
Und ja, es ist eine sehr, 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 sehr gute Alternative. Aber ich finde einfach auch, dass die anderen sehr, 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 sehr gut sind. Ja, kommen alle nicht insgesamt am Original ran. Das ist auch alles in Ordnung. Und wie gesagt, ich hole das jetzt noch mal hier. Ich werde auf jeden Fall noch einen Vergleich zum Extrait de Parfum machen. Das steht auf jeden Fall fest. Das werden wir machen. Und ja, allgemein, es ist natürlich Ansichtssache, es ist Geschmackssache. Man muss auch den nicht gut finden. Ich finde einfach, ich bin sonst ein sehr, sag ich mal, wo ich schon achte auf sehr vieles. Ich sage auch nicht immer, oder ich sage, ah, die sind alles so simple Dinger, das finden wir wirklich gut. In dem Fall ist es wirklich so. Es ist jetzt keine Ahnung, Special DNA, aber irgendwie haben die mit dieser DNA was rausgerissen, genauso wie der Imagination. Im Endeffekt ist das ein Teeduft mit Zitrone. Das ist ja auch nicht spektakulär, aber auch das ist ein Brecher geworden. So, und da gehört er reiht sich auf jeden Fall damit ein, finde ich, meines Erachtens. So, wie gesagt, den Vergleich zum Extrait de Parfum werde ich noch machen, das Video, das kommt noch. Dementsprechend so, den könnt ihr euch auf jeden Fall holen, bin ich der Meinung, aber ihr könnt euch auch, schaut euch das andere Video an, die anderen Alternativen zulegen, die dann günstiger sind. Aber wenn ihr mehr Birne, mehr Ingwer und das alles ein bisschen präsenter haben wollt, dann holt euch den Legacy. Ja, holzige Noten, ja, Jasmin, bla bla bla. Das ist, er hat einfach die natürlich, oh, hier ist es schon gut gemacht. Ne? Also das ist schon mit am besten. Der Flakon, einer ist ja direkt von Paris Corner, ist ja ähnlich wie beim Original. Wenn man das so sehen möchte, ist der natürlich dicht dran. Aber man will ja auch nicht, dass es so wie Paris Corner das macht. Das ist eine gute DNA, richtig gut geworden. Bei meiner Frau sogar fand es sie sogar besser als die anderen Alternativen oder sogar als das Original. Aber das ist schon dreist, das so ähnlich nachzumachen. Könnt ihr in den anderen Videos schauen. So, auf jeden Fall Legacy habe ich jetzt auch. Und jetzt habe ich so viel, das reicht es aber auch. Wie gesagt, ich habe die beiden Originale und ich habe 5 Alternativen. Das ist für mich natürlich nice, weil ich feiere diese DNA, diese Blue Talisman DNA und die Original. Und wenn man ein bisschen anderes Flair haben möchte, zum Beispiel Art of Universe, haben wir mehr für die Bars, süßer, präsenter. Wenn ihr mehr Ingwer haben wollt, mehr Birne, dann diesen hier. Wenn ihr anderen, ja, wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, die anderen. Wie gesagt, schaut mal ein anderes Video, dann habt ihr das insgesamt und ja, alles. Hypercarciage hatte ich ja jetzt schon ein bisschen angeteasert. Also das ist schon gut. Ihr habt da was von 7, 8, 9 Stunden. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Das ist immer dasselbe Gesülze. Und im Endeffekt von der Ausstrahlung ist der, wie gesagt, präsent. Ihr nehmt den immer wahr. Umso mehr ihr sprüht, ist es wirklich um euch herum. Kann natürlich auch bei anderen sein, dass das mal nicht so stark ist und auch mal weggeht. Fakt ist aber, es ist eine sehr, sehr gute Alternative. Er kommt auch nicht am Original ran. Also dieses Feingefühl, dieses Tiefe, dieses dunkle, runde, da kommt er nicht ran. Aber es ist schon sehr gut. Ich muss, also um jetzt zu sagen, dass es wirklich die beste Alternative ist von den anderen, kann ich so nicht sagen. Ich finde, die sind alle auf einem gleichen Level, meines Erachtens, finde ich. Das ist, ja, der Blue Electric, glaube ich, von Amarv ist auch gut. Der ist so richtig, naja, ja, hintenrum macht das sein, dass der schon am besten rankommt. Aber wie gesagt, die Ingwer, die Beerennote ist präsenter. Also ja, aber Legacy ist top. Also wie gesagt, jetzt könnt ihr nochmal runterschreiben. Ich weiß, ihr kennt den, ihr feiert den. Wie gesagt, wenn ihr den Bock habt, die Leute, die den immer noch nicht haben, er ist schwer zu bekommen, er ist auch ein bisschen teurer, aber unten mit meinem Gutscheincode könnt ihr den auf jeden Fall günstiger erwerben. Also würde ich sagen, Grüße gehen raus an euch und ich bin auch raus. Grüße aus Hamburg. Bis zum nächsten Mal.